In der Praxis werde ich sehr häufig von vor allem jungen Patienten danach gefragt, was sie tun können, um gesund zu bleiben und ob es allenfalls Laboranalysen gibt, die Aufschluss darüber geben, wie gesund man ist. Eine generelle Bestimmung von Laborwerten bei jungen und gesunden Patienten ohne Symptome, ohne Vorerkrankungen oder spezielle Risikofaktoren halte ich nicht für sinnvoll. Ein wesentlicher Punkt zur Vorbeugung von Erkrankungen ist natürlich eine gesunde Lebensweise und dazu gehört eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Doch was genau bedeutet das? Das werde ich Ihnen jetzt erklären. Mein Name ist Dr. Jutta Rose, ich bin Fachärztin für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin. Vor gewissen Erkrankungen schützt sie natürlich auch eine gesunde Ernährung nicht. Und es gibt nicht das eine Lebensmittel, das nur die Gesundheit fördert und auf der anderen Seite das eine Lebensmittel, das nur schädlich ist. Und trotzdem gibt es ganz klar Untersuchungen, die zeigen, dass gewisse Lebensmittel Vor- und Nachteile haben. Für gesunde Menschen soll die Nährstoffverteilung wie folgt aussehen: Kohlenhydrate 50-60%, Fette 20-30% und Protein 15-25%. Essen Sie möglichst Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind, denn verarbeitete Lebensmittel haben häufig sehr viel Zucker. Zu diesen Lebensmitteln, die nicht verarbeitet sind, zählen Gemüse, Obst, Kräuter, Nüsse, Hülsenfrüchte, Fisch und etwa einmal in der Woche Fleisch. Lebensmittel, die verarbeitet, aber trotzdem gesund sind, sind zum Beispiel Vollkornprodukte, Joghurt, Olivenöl und Tees. Bevorzugen Sie pflanzliches vor tierischem Essen, denn hier sind gesündere Fette enthalten. Wenn Sie die Wahl haben, essen Sie lieber Fisch als Fleisch. Fisch wird etwa 1- bis zweimal in der Woche empfohlen, Fleisch einmal in der Woche. Fisch enthält sehr viele Omega-3-Fettsäuren und weniger gesättigte Fettsäuren. Das ist unter anderem gut für die Zellstruktur. Auch Fleisch soll besser unverarbeitet sein. Vorsicht bei Fisch, denn Thun und Schwertfisch sind zum Beispiel mit Quecksilber belastet. Weniger Quecksilber haben Forelle, Lachs und Makrele. Seezunge unterliegt unter Umständen einer etwas höheren Bleibelastung. Unter den Milchprodukten ist Joghurt sicherlich das gesündeste, was Sie für Ihren Körper verzehren können. Denn Joghurt ist unheimlich gut für eine gesunde Darmflora. Milch und Käse dürfen Sie natürlich in Maßen genießen. Reduzieren Sie Ihren Zuckerkonsum. Denn der Zucker hat unheimlich viele Kalorien, aber keine Nährstoffe. Deswegen mein Rat: verzichten Sie auf Süßspeisen, Süßgetränke. Verzichten Sie auf Fast Food. Denn hier sind sehr viele Produkte frittiert, wie zum Beispiel Chips oder Pommes frites. Hier sind Transfette enthalten, die wiederum sehr viele gesättigte Fettsäuren enthalten. Und das ist ganz schlecht fürs Herz-Kreislauf-System. Aber meiden Sie nicht zwangsläufig Fett, denn ungesättigte Fettsäuren sind wiederum sehr gesund für den Körper. Zu den Lebensmitteln mit ungesättigten Fettsäuren gehören zum Beispiel Avocado, Lachs, Olivenöl und Nüsse. Bei einer ausgewogenen Ernährung brauchen junge Menschen auch keine zusätzlichen Vitamine einzunehmen. Es gibt einige Ausnahmen. Omega-3-Fettsäuren können eingenommen werden, wenn kein Fisch gegessen wird. Vitamin D in gewissen Risikogruppen, Vitamin B12 für Vegane und Vegetarier, Folsäure und B-Vitamine für Menschen mit übersteigertem Alkoholkonsum. Reduzieren Sie den Salzanteil an Ihrem Essen. Das schützt Sie vor Bluthochdruck. Sie können stattdessen zum Beispiel Kräuter verwenden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne.